Dann wollen wir mal Hundesitter spielen, vermute ich. Just you. Ah, Sie sind es. Sie scheinen unversehrt zu sein. Sind Sie wegen des Auftrags hier? Ja. Now then. Hier ist die Leine. Ihr Auftrag heute ist, Gassi zu gehen. Man darf nicht wissen, dass Brigitta einen Hund hat, aber sie muss ihn hier trotzdem ausführen. Also ja, wir dann. Und das fällt ihr nicht auf, dass sie uns den gegeben hat. In letzter Zeit möchte er unbedingt raus und macht so einen Aufstand. Gehen Sie mit ihm in der Hauptstadt spazieren, damit er sich beruhigt. Sie dürfen nicht gesehen werden, wenn Sie hier ein- und ausgehen. Ach so. Wenn Sie keine Fragen haben, legen Sie los. Ich habe den Hund in der Hauptstadt herumgeführt, ohne dass es jemand bemerkt hat. Also, ich dachte schon, ich müsste das jetzt machen. Er scheint sie ins Herz geschlossen zu haben. But Ich konnte ihn von unten hören. Lassen Sie ihn nicht zu übermütig werden. Hund, das gilt auch für dich. Nur wegen eines Spaziergangs darfst du nicht gleich unachtsam werden. Ich glaube, sie freut sich, wenn wir ihm jetzt sagen, das ist der Beweis, dass er klug ist. Also, ich glaube, die meisten Hundebesitzer sind der Überzeugung, dass sie einen besonders klugen Hund haben. Listen. Er hat ihnen bedingungslos vertraut und sie glauben, das beweist seine Klugheit? Na klar, wenn sie meinen. Okay. Sie lässt sich da nicht einfach so Honig ums Maul schmieren. hopeless. Den Köter hier habe ich von Anfang an nicht gemocht. Hä? Er lag am Straßenrand, bis zum Hals eingegraben. Er blutete am Kopf, vermutlich weil er von einem Stein getroffen wurde. Oh nee. Waren das psychopathische Jugendliche, die das gemacht haben? It's over. Er hätte einfach aufgeben und sterben können. Aber er sah mich an und winselte leise. Diesen Anblick habe ich so gehasst. Diesen armen kleinen Hund gehasst? Hm? Sie haben sich gar nicht zu ihm hingezogen gefühlt? Diese emotionale Kälte. Vielleicht hat sie es nur dadurch überhaupt auch in diese Position geschafft. Ich war auch mal eine Streunerin. Meine früheste Erinnerung ist die an einen Kampf mit einem Hund um einen schmuddeligen Fetzen Fleisch und wie ich gebissen wurde. Wo auch immer ich hinging, fand ich nur Hunger und Gewalt. Ich raubte und stahl, was ich in die Finger bekam. Ich kämpfte und überlebte. It's a living hell. Es war die Hölle. Ja, das hätte ich nie erwartet, dass Brigitta mal so angefangen hat. Really? Was rede ich überhaupt mit einem Kind darüber? Just a fantasy. Ich bin genau wie der Hund. Gebe mir eine Blöße, als wüsste ich es nicht besser. Egal, vergessen wir, was ich gesagt habe. Ja, aber ich wüsste schon gern mehr, auch wenn dir das jetzt nicht gefällt. No. Why? Und dann, was wollen Sie dann tun, wenn Sie es wissen? Sind Sie wirklich darauf vorbereitet? Na egal. Wo wir gerade dabei sind, ein guter Rat. Listen. Die Welt ist eine Hölle. Ein endloser, tödlicher Sumpf. Wer so töricht ist, einer anderen Person bedingungslos zu vertrauen, wird in diesem Schlamm versinken. Das glaube ich auch, dass es hier viele Leute gibt, wenn man denen ein Geheimnis anvertrauen würde oder wenn man irgendwie eine Schwäche erkennen lässt, die nutzen das gnadenlos zu ihrem Vorteil aus. Don't ever forget that. Um zu überleben, müssen sie stark genug sein, um diesen Schlamm zu durchwaten.
Das kann Ihnen niemand abnehmen. Sie müssen das aus eigener Kraft schaffen. Und ich denke, Sie können das. Therefore, Außerdem werde ich Ihnen eine weitere Belohnung geben. Sie wissen sicher schon Bescheid, aber es gibt einen Mann in der Stadt, der Mack tauscht, das man durch das Jagen von Bestien oder Ähnlichem erhält. Ich lege ein gutes Wort für Sie ein, damit Leute wie er flexibler mit Ihnen umgehen. Nicht nur hier in Grand Trat, sondern im gesamten Königreich. Ich kann spüren, dass Brigitta Freundlichkeit und Vertrauen aufzubauen versucht. no pain can stop me now. Ja, wir haben jetzt einen weiteren Erbeplatz und erhöht den Wechselkurs an der Marktbörse. Even then, Es ist unfair, dass ich die Einzige bin, die hier spricht. Sie sind es mir schuldig, mir auch ein paar ihrer Geheimnisse zu verraten. Krius hat versucht, Louis zu töten, richtig? Dann vermute ich, dass Sie dasselbe Ziel haben. you there. Was sind Ihre wahren Motive? Welches Ziel verfolgen Sie? Naja, dieses Land besser machen. Das Land ist ja ein Objekt. Sagen wir so, ich möchte das Land besser machen, indem ich Leuten helfe. Aber Leuten helfen klingt auch so nach Almosen. Alles drei stimmt natürlich. Aber komm, dann sagen wir mal, ich möchte das Land besser machen. Es soll ein lebenswerterer Ort für die Menschen hier sein. Für alle Menschen, nicht nur für die Reichen. That's... Ich fragte nach ihren wahren Motiven. Aber vielleicht meinten sie das ja tatsächlich ernst. Ich werde nicht schlau aus ihnen, aber irgendwann komme ich ihnen schon noch auf die Spur. I'm off. Das ist alles für heute. Kommen Sie ein andermal wieder. Der Hund wird sich freuen, Sie zu sehen. $5.000 Geld. Wahnsinn. Für einmal Hundesitten. It would seem the disaster was averted. Die Katastrophe konnte abgewendet werden. Und jetzt haben wir am Wassertag die Ansprache von Thron. Früher morgen. Right then. Today's Forden's big announcement. Wonder what he's planning. I guess the church has to have some reaction to all that stuff the king said. Habt ihr schon eine Idee, was Thron wohl plant? Er weiß ja, dass sich Louis nur durch ein Duell töten lässt, aber Thron wird sich niemals selbst mit Louis duellieren, weil er es verlieren würde. Wenn die Kirche es aber schafft, jemand anders irgendwie, ja, so eine Art Champion zu finden, der sich dann gegen Louis duellieren würde, ist die Frage, ob sich Louis da überhaupt drauf einlässt. Whatever it is, Luis won't be able to just ignore it. This might be a day that goes down in history. Ladies and gents, lend me your ears. Sanctifex Forden has spoken. The giant face in the sky, the massive rocks appearing throughout the land, and the mysterious voice claiming to be the past king. The Sanctus Church has officially recognized these happenings as the will of His Royal Majesty. So it really is His Majesty! And so, as His Majesty has decreed, whoever has gained the greatest trust of the people by the day of decision shall be our new king. This is a historic moment, good citizens. It's revolutionary. It's unprecedented. No matter who you are, you can take the throne.
Okay, da hätte ich jetzt absolut nicht mit gerechnet, dass sich die Kirche einfach da so drauf einlässt, dass der beliebteste in, wann ist das, 4 Monaten oder so, den Thron erklimmt. Anyone? Even me? If, and this is a big if, you are the person that all our people trust most in their hearts. Maybe you could be king yourself, eh? You're popular enough. Me? In charge? Well, that's the last thing this country needs. Right, let's review what we know, shall we? First, the new faces that have appeared on the rock. It shows us who's foremost in the running. We've worked out that much. The top 3 of the lot are also shown in the sky. Suppose that way you can see their inspiring faces anytime, anywhere. Hold on. How's us common folk supposed to stand a chance against all these upper crusters? Say you do become popular. With your face clear for all to see, surely that'd make you a prime target for assassination. Not quite, friend. Not quite. A valid concern, but one His Majesty prepared for. Popular aspirants, at least those who make it onto the rock, are protected by royal magic. Assassinations off the table. Magic chains will spring to life and bind anyone who tries. I saw it happen with my own eyes to Count Luis's sorry assailant. So, literally anyone could be king? Even a pauper? Or a slave? Or a criminal? But hold on. You mean to say we might not be ruled by Clamar? What does that mean for us? Die Clemaren ganz entsetzt. Hä? Wenn jetzt kein Clemar König wird? Right, I've said my piece. You know all I know. Now go forth, ladies and gents, and spread the word. Whether you're from our fair capital or the middle of nowhere, the crown's within your grasp. Anyone in the land could be our next king. I heard the announcement. The Church has chosen to recognize this face's words as crown sent, and shall abide by them. They conceded that one quickly. Though I suppose it's a hard thing to deny, what with the royal palace hanging up there in the clouds. Had they rushed a coronation for His Eminence Thron, it would have dashed any hope of reinstating His Highness. A small comfort. I can tell from your face there's some bad news too. Do you recall those chains that froze Alsace in place? It seems that too was part of His Majesty's magic. Plainly, any candidates of sufficient favor cannot be deposed by force. Wieso ist das nicht gut? Ich meine, wir wollen doch keine anderen Leute umbringen. Wir wollen doch eine faire Wahl haben. Es gibt nur 2 Gründe, weswegen man sagen würde, man will keine faire Wahl. Das eine, weil man halt selbst gewinnen will und das mit fairen Mitteln nicht kann. Und das andere ist, weil man vielleicht Angst hat, dass die Bevölkerung nicht klug genug ist und deshalb irgendeinem Populisten auf den Leim geht und den dann zum König macht. Ist das schlimm? Is that a problem? Luis is second in the standings. Any strikes against him would be likewise disrupted. Ja, wir können Louis nicht umbringen, wir müssen ihn auf andere Art und Weise schlagen. I will still seek to find him. Yet, even should we stand before the man himself, we could not kill him. No! If we can't kill him, then how do we break the curse? What the hell was the king thinking? Grius was trying to save his son. He died for it. Even so, without this magic, no aspirant would be safe from assassination, leaving Luis to dominate through sheer martial strength. We appear to be at an impasse.
Everyone, have you seen Maria? Did something happen? I checked her room and she isn't there. She wouldn't just leave without telling anyone. I couldn't deal with losing both of them. Wir gehen nachher suchen. I'll go look for her. You will? Thank you. When I think of what might happen to her... If she left her room on her own, she must have had some reason. Let's go search for her. If we head into town, we might find some clues. Where? You're kidding. Wo könnte Maria denn hingegangen sein? Oh nein. Whatever. Maria. Oh, Sie meinen das Mädchen. Ja, die habe ich vorhin gesehen. Wirklich? In welche Richtung ist sie gegangen? Die Treppe nördlich der Schattengasse. Da beim Krämerladen. Sah aber nicht danach aus, als würde sie etwas kaufen. Hey! Der Krämerladen. Wenn wir dorthin gehen, finden wir vielleicht noch jemanden, der sie gesehen hat. Dann machen wir das doch mal. Ridiculous. Ridiculous. What you need? Anscheinend hat die Armee sich um den Nekromanten gekümmert, der in aller Munde war. Er hätte hier verurteilt werden sollen. Das wäre für alle eine Erleichterung. Ridiculous. This is all right. Hey, Mister! Ich wette, der neue König bestraft die bösen Stämme. Ja, es ist nur Ansichtssache, welches jetzt die bösen Stämme sind. Und die einen sagen so, die anderen sagen so. Renn lieber schnell weg, Elder, sonst wirst du getötet. Hey, listen! How to handle this? Sorry, but... Ah, hallo. Hey! Hey, wir suchen ein kleines Mädchen. Haben Sie die hier gesehen? Oh, meinen Sie vielleicht das Halbblut? Ja, die habe ich gesehen. Sie schaute so traurig und rief nach ihrem Papa. Ich habe gesehen, wie sie durch die Hintergasse gegangen ist. Maria, ist sie vielleicht zur großen Kathedrale gegangen? I'm out of ideas. I just can't believe it's true. That's enough now. Ridiculous. Oh, I'm in it now. Well then, if you say you'll have... Closure, oh closure. Die Louis-Fraktion ist gegangen, aber die große Kathedrale ist in einem schrecklichen Zustand. Die nichtmenschlichen Monster sind auch noch hier. Closeray, im Ernst, wo soll ich überhaupt anfangen? Ich kann nicht glauben, dass Louis etwas so Ungeheuerliches getan hat. King? Hello there. Kennen Sie das kleine Halbblutmädchen? Ein Kind wie Sie sollte nicht alleine hier rumlaufen. Kein Wunder, wenn da was passiert. Sie ist gerade reingegangen. Ja, und warum hast du sie nicht aufgehalten? Moment, Sie haben sie durchgelassen? Warum? So wie ihre Augen aussahen, will ich nicht derjenige sein, der sie gerade aufhält. Sie ist ein kleines Mädchen.
Was soll sie dir antun? Sie kommt schon seit einer Weile hierher, um zu beten. Egal, wie sehr die Leute sie dabei immer anstarren. Huh? Why? Was machst du hier? What are you doing here? Papa hasn't come home. And I always come here whenever I'm feeling lonely. One time he came here to get me. I remember because he called my name. But I pray, and he still doesn't come back. Maybe because the cathedral's broken? Maria. Miss Fabienne says Papa can't come home anymore. But I know Papa's gone away. He's gone somewhere I'll never see him again, hasn't he? It's going to be so lonely. The loneliest it's ever been. But I have to be strong, don't I? But if it gets any lonelier, I don't know if I can do it. Ja, ich glaube, der Gedanke, also Grias war ja sowieso oft nicht da. Aber es hat Maria bestimmt jeden Tag geholfen, der Gedanke, dass Grios dann irgendwann wiederkommt. Und jetzt weiß sie halt, er kommt nie wieder. I'm sorry. I promised we'd all come back together. Why does everyone always leave? Mum was sick. The king and prince are gone. And now Papa? Why is it my fault? I really did my best to be a good girl, but... Nein, es ist nicht deine Schuld. That's not why. He's right, Maria. It's not your fault at all. Listen to me, all right? Your father, he was fighting a very bad man. We were with him, but we couldn't protect him. I'm sorry. I remember Papa saying something like that. He said, a really bad man might be our king. Is that part of it? Hab keine Angst. It's going to be all right. Don't worry. I hope the next king is as nice as you. Then maybe things won't always be so sad. In meiner idealen Welt können alle an ihre Zukunft glauben. Ihre Abstammung spielt keine Rolle. Das hat der Prinz mal gesagt. I think I understand the king's intentions now. Maybe this is the sort of tragedy he was trying to end. Maybe he wanted a world where the crown goes to one who acts like a king ought to. Not whoever's willing to spill the most blood to do it. You may be right. But much as we wish it, this is not a fight that might be ended through words alone. Even so, we have to try. Maria, you're safe. Oh, you had me worried sick. I'm sorry for leaving on my own. No, it's all right. Miss Fabienne, I'm hungry. Maria. Yes, that's right. Let's all sit down for some supper together. Thank you for finding her.
It looks like she's worked things out. She's a strong girl. But we've more troubles ahead. How now do we resolve this curse upon His Highness? If Luis is the curse's caster, we've got to kill him to dispel it. So how do we do that if he's shielded by the king himself? Vielleicht sollten wir uns nicht so viel Gedanken drüber machen, über Dinge, die wir nicht lösen können, sondern lieber über Dinge, die wir tun können. I wish I could report back, but the prince is still asleep, and we're losing time. I don't think going back to the village is an option. We cannot lose faith yet. There must be some further course we can pursue. Well, there's the church's announcement. I expect they're trying to stop a wave of rival candidates from flooding the standings. I doubt the church would accept this popularity contest if they didn't already have a plan to game it. True enough. I can only wonder at their aims. For today, we should content ourselves with rest and recovery. Das heißt, heute ist im Prinzip nichts passiert. Es gab die Ansprache der Kirche und dann haben wir Maria gesucht, die aus heiterem Himmel einfach weggelaufen ist. Sorry, did I wake you? Laying here, I always end up caught in my own thoughts. Grius and Maria. The prince. Just thinking in circles again. Not good, is it? Ja, genau. Wenn sich deine Gedanken immer im Kreis drehen, dann bringt es ja nichts. Dann denk an was anderes. Try to calm your mind. Don't be so tense. Fair enough. I suppose if I have any real weaknesses, it's that I don't know how to relax. That book, is that the novel you're always carrying around? Feels like months ago now that I spotted you buried in it on the carriage ride to the fort. Kannst du lesen? Also, möchtest du den Roman lesen? Wanna read it? If you don't mind, since we've finally some room to breathe. Oh, interesting. It's written through the lens of a fictional land. This bit's about the Utopia's security. In this world, there is no blood-stained contest for sovereignty. The people choose their sovereign from among themselves. Das ist sonst bei so einem Königreich aber auch eher die Ausnahme, dass es da Blutvergießen gibt. Normalerweise übernimmt dann halt der nächste Erbe die Krone. Da kommt dann auch keine Gewalt zustande, wer der nächste Herrscher werden soll. Und ja, auch in diesem System, was in dem Buch beschrieben wird, kann es ja in Ausnahmefällen auch, könnte es zu einem Blutvergießen kommen. One cannot put a sovereign to the sword to seize power. Such an act would be met with scorn and judged as murder. Auch das klingt mir nicht so nach einer Utopie. Also es ist, glaube ich, überall so, dass wenn man jemanden umbringt, dass es dann ein Mord ist und dass man dann nicht der nächste Herrscher werden kann. Obwohl, okay, das früher jetzt, sagen wir mal so im Altertum und vielleicht im frühen Mittelalter oder so, da kann es natürlich sein, dass derjenige, der den König umgebracht hat, dann über so viel Macht verfügte, dass es dann quasi so eine Art Putsch war und er dann halt an die Macht kam. Aber auch das wäre ja theoretisch in diesem Buch auch denkbar. Wenn der denn so viel Macht hätte, dass die Polizei nichts gegen ihn unternehmen könnte, dann könnte er auch die Regierungsgeschäfte übernehmen. Taking power or wealth by force is seen as the most shameful of transgressions. Couldn't be further from reality, could it?
We've a kingslayer on the brink of seizing the throne right now. Ja, was hier halt das Erstaunliche ist, dass der Königsmörder beim Publikum, also bei der Bevölkerung so beliebt ist. And this idea of competing for public support. Here it sounds so commonplace, but the idea has thrown us all into chaos. Interesting. Auch diesen Satz kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Klar, es geht um das Buhlen für öffentliche Unterstützung, jetzt in dieser Buchwelt, ja, alles ganz normal, aber auch in der Welt, in der Strohl lebt, stürzt es doch nicht alles ins Chaos. Das ist ja nicht das System, dass man jetzt um Beliebtheit wirbt, was alles ins Chaos stürzt. Es ist Louis mit seinen Machtgelüsten, der alles ins Chaos stürzt. Das war schon vor der Deklaration des Königs so, dass Louis das Land ins Chaos gestürzt hat. Er hat ja auch dafür gesorgt, dass Menschen ums Leben kamen. Also er wollte ja die Armee schwach aussehen lassen. Dann sind Dörfer niedergebrannt worden. Das war ja alles bevor der König gesagt hat, wir machen jetzt hier eine freie Wahl des nächsten Königs. Perhaps I'm overthinking, but it sounds almost like the aim of the king's magic. You suppose there's some common inspiration? Ja, wenn dieses Buch sehr alt ist, könnte es tatsächlich sein, dass das als Vorlage für die Königsmagie diente. Still, I don't imagine this would turn out well in the real world. In public opinion, tribal perspective always divides us. Ja, ist halt die Frage, ist die Allgemeinheit dazu in der Lage, einen Konsens zu finden, einen Kompromiss? Oder versuchen alle Leute so ihre eigenen Interessen durchzusetzen? Besides, does a decision made by the people guarantee its right? Tribal squabbles aren't always political. Ja, das habe ich ja schon ganz am Anfang des Spiels mal gesagt. Streitigkeiten, erstmal gibt es nicht nur Streitigkeiten zwischen Stämmen. Wenn es keine Stämme gäbe, würden die Streitigkeiten wegen anderer Dinge da sein. Und die sind natürlich nicht immer nur wegen der Regierung da, sondern wegen Geld, Macht, Liebe, Rache, Missgunst irgendeiner Form. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich zu streiten. Und was ist richtig, was ist falsch, weiß man sowieso erst im Rückblick. Das Volk entscheidet ja auch nicht über eine bestimmte Sache, sondern es überträgt seine Macht der Person, der das Volk am meisten vertraut. Und dann hoffen wir mal, dass diese Person dann auch richtige Dinge tut. Take us Clamars, for example. It can be hard for us to see outside the bubble of our own worldview. Ja, aber das geht den anderen Stämmen bestimmt auch ähnlich. Jeder hat halt sein eigenes Leben und sieht die Welt halt aus seinem Blickwinkel. Vielleicht ist den Clemar das zu eigen, dass sie der Meinung sind, ihre Sichtweise ist die einzig richtige und alle anderen müssen sich danach richten oder so. Das kann natürlich sein. We're the majority, and the tribe of the royal bloodline besides. That privilege can make us insensitive. A problem with no easy solution, I fear. Lofty words. I can hardly come to terms with my own ideals. Also diese Frage könnte ich zum Beispiel für mich beantworten, wie meine ideale Zukunft aussehe. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie ich das ganze Dilemma lösen sollte. Einen einfachen Weg gibt es sowieso nicht. Und ich sehe nur doofe Wege, also wo immer irgendwelche Leute... Ja, irgendjemand hat immer Vorteile und jemand anders hat immer Nachteile. Ich wüsste jetzt keinen Weg, wo alle Leute sagen, ja Mensch, das ist aber toll so. Still, the discussions helped clear my head a little. Das war keine Diskussion, Strohl, das war ein Monolog. I've been so fixated on killing Louise, but
maybe we could look into whether that's really the only way to lift the curse. Sleep should come easier now. I think I'll give it another chance. Aber im Prinzip hat Strohl gerade was Ähnliches gemacht, was ich früher mal gemacht habe. Wenn ich wegen starker Gedankengänge nicht einschlafen konnte, dann habe ich mir die Gedanken aufgeschrieben. Dann hatte ich halt die Sicherheit, dass sie nicht weg sind. Ansonsten hat man ja auch die Sorge, Mensch, man vergisst was Wichtiges denn für den nächsten Tag. So habe ich dann das eben notiert. Dann wusste ich, habe das aus meinem Kopf raus übertragen aufs Papier und konnte dann etwas besser einschlafen. Wait, how long have you been asleep? Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Haben wir schon wieder Laubentag, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, schon wieder. Ladies and gents, have you heard the news? The curtain's about to rise on the show of a lifetime. To choose our new ruler, we're going to give all of you a chance to take center stage in a show of power for the whole kingdom. And we call it the Tournament for the Throne. Oh, Thronturnier. Das ist also möglicherweise der geheime Trick, wie die versuchen, also wie die Kirche versucht, Louis hierher zu locken und dann innerhalb des Turniers umzubringen. Aber warum sollte sich Louis auf sowas einlassen? Our aspirants will set out on a grand tour of the 3 allied nations' capitals, taking part in a variety of exciting trials. First, we have the exhibition of the brave. Slay a monster plaguing our fair people and bring its head to Oceania's capital in time. Biggest find takes the win. Okay, wir müssen verschiedene Aufgaben erledigen. Die erste Aufgabe ist in Oceania ein besonders heftiges Monster killen und den Kopf in die Hauptstadt bringen. Official word is, this event's open to all. So what do you think, ladies and gents? Are you in it to watch or in it to win? Ich denke, der normale Bürger wird daran nicht teilnehmen, weil er keine Chance hat, gegen Monster zu kämpfen. Stroll? Why call us so early in the morning? What is that journal? I had Fabienne bring it up. Something occurred to me, so I asked her to go through Grius' personal effects. Hey, looks like he was investigating the curse too. There's a note here. Given the spell's complexity, it must have required a scribed formula. Okay, der Zauber des Fluches muss irgendwo aufgeschrieben gewesen sein. You mean to suggest Luis possesses a written composition of the curse somewhere? And if we can find that... Yes! I'd wager, even if we can't kill Luis, we might still have a shot at breaking the curse. But that attack took place years ago, didn't it? This curse's formula could be lost for good. Na, weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Formel auch aufbewahrt für den Fall der Fälle. Das ist ja was sehr Schwieriges, was vielleicht auch unwiederbringlich ist, wenn man es vernichten würde. Vielleicht braucht man es aus irgendeinem Grund noch. We have little choice but to hope it's not. I'm not saying it would be easy. And the real trick will be finding it. You wouldn't leave it unprotected. That reminds me. A crier for the church was handing these out.
A flyer for the tournament for the throne. This popularity contest is state-sponsored now. An interesting gamble for those politicians. I like the bit about all this being in the interest of fairness, those weasels. But saying it's being organized by the state. The throne's empty. This smells like the theocracy at work. Probably Forden himself. Okay, das Wort Kronentheokratie ist ja schon mal gefallen. Und da habe ich es dann falsch verstanden. Ich dachte, die Priester, also Forden und so weiter, wollen das Land jetzt zu einer Theokratie machen. Aber gemeint, das ist wahrscheinlich vielleicht eine ungünstige Übersetzung oder sowas, ist halt die Theokratie des Königreichs. Also die Kirche und so weiter ist ja ein Teil des Königreichs. Also der Klerus in diesem Land. You think Forden's looking to fix the competition in his favor? He's been in first place this whole time. In the interest of fairness, remember? If he wins a fair race, he gets legitimized, and Luis gets put on the back foot. That bodes ill. Those with existing support could easily solidify their claim. Even should His Highness wake, he may lose the throne. If we don't hurry and find a way to get close to Luis, we're sunk. What are we supposed to do? Wir brauchen einen Plan. Dann können wir zur Tat schreiten. Als Eldar bin ich in der Stadt hier ein Aussätziger. Das könnte hier von Vorteil sein. Hä? Warum? Ich sehe ja schon, was das Spiel will. Wir nehmen am Thronturnier teil. Deshalb sage ich das jetzt auch. Let's enter this tournament for the throne. Wir müssen ja auch nicht gegeneinander kämpfen. Wir kämpfen ja unabhängig voneinander. Wir besiegen Monster und so, das was wir sowieso machen. Und dann gucken wir mal, ob wir das Turnier gewinnen können. Wir müssen ja nicht gegen andere Leute kämpfen. Zumindest erstmal nicht. Das kann natürlich sein, dass uns jetzt noch nicht die vollständigen Regeln mitgeteilt wurden. Und dass dann auch irgendwann ein Duell auf Leben und Tod ansteht. Was hast du überhaupt zugehört? Besides, the prince isn't exactly in a position to take part in... Wait. It sounds crazy, but I think he might be onto something there. This could be just the excuse we need to get close to Luis. He doesn't care about your tribe so long as you prove capable, yes? That's what Zorba was saying. Which means, even though the world looks down on you as an elder, having the power to kill humans puts you in his good graces. You're going to make him a candidate for the throne? If all we need to do is get Luis's attention, then that's sure to get the job done. If we're lucky, he might even try to recruit us. Ja, wir haben ja noch nicht offiziell gegen ihn irgendwas unternommen. Also, es war ja Grios, der das Attentat gemacht hat. Wenn Louis die Verbindung zwischen Salvator und Grios nicht ziehen kann, dann muss er ja keine Abneigung gegen Salvator haben. I see. An undercover operation, is it? Quite a gambit. But it may well be our best chance at finding this formula. Just hold on a second. Getting Luis's attention is all well and good. But remember who's actually risking their life here. Eine Infiltration wäre sehr gefährlich. Wenn ich auffliege, bin ich so gut wie tot. What do you think? Having heard all this, do you want to enter the running? Es ist mein Schicksal. No point fighting my fate. Your courage is admirable. Right. Die Worte des Prinzen, als wir jünger waren, erschienen vor meinem inneren Auge. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. No matter who someone is, they deserve a fair country. If it's to help achieve that,
I will stand for the prince as a candidate for the throne. Sheesh. So much for being a guide. Now you're the one leading me around. Ich überlege gerade, ob Gallica uns schon tatsächlich mal irgendwie geführt hat oder so. Also das waren ja eher so homöopathische Hilfsangebote von ihr. Your resolve has marked you a fine fit for the role. I have trusted you with my life before, and would gladly do so again. Ich habe Grios Tagebuch geerbt. Das ist auch so eine Übersetzung aus dem Englischen. Ne? Was stand da im Englischen? Wahrscheinlich inherited. Und ich würde im Deutschen vielleicht sagen, ich habe das Tagebuch an mich genommen oder so, aber übernommen. Also inherit ist ja geerbt, aber in diesem Fall, wir haben es ja nicht geerbt. Good heavens. Haven't you put yourself in enough danger? Listen to me. I don't want you going down the same path he did. Are you really this set on running off again? Auch wenn du jetzt fragst, nee, eigentlich doch nicht. Nee. Wir müssen jetzt langsam mal wie ein Held agieren. Ich muss sein Vermächtnis fortführen. I have to carry on his legacy. I see. Well, I'm sure he'd be glad to hear it. I'll be cheering for you in this mess of a competition. Truth be told, I wish I could do more than feed and shelter you. What's the competition? It's a big, grand race to see who will be the next king. The whole country will be watching. So you're going to try and become king? Wow! Then I'll cheer for you as loud as I can. You have your first advocate, it seems. Suppose you'll have to actually try for the throne now, eh? Your Majesty. Ich will da doch mal ein bisschen ehrlich sein. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ein Schritt nach dem anderen. Wir melden uns jetzt erstmal für das Turnier an. I hadn't thought of that. Is it even possible? Well, if we want Louise to notice you, we'll have to make quite a stir among the people. Maybe reaching for the throne will do it. Does that mean you're not coming back? No, we'll be back. Although we might be a while. I don't like when it gets lonely. Maria. But I'll be cheering for you. I hope you win the race. You'd be a good king. Danke. Thank you for your support. Yeah. Now, we'd best get registration out of the way, but we'll need some legs for the journey. It's mostly lawless wastes between cities. Judging by this specified deadline, we are unlikely to reach the Principality of Oceania's capital in time on foot. I bet all these fancy nobles have their own gauntlet runners to ride in. A carriage might save our chances, if we could find one. Perhaps we split up for now. I'll leave you two to the registration. They should be taking entrance at the recruitment center. This should be the place, right? Excuse us, we're looking to join the tournament for the throne. Aye? Be young, ain't ya? And who's the kid? He with you? Ich bin der Teilnehmer. I'm the one entering. You? Really? I've not heard of any age restrictions. There a problem? Außerdem ist er 18, also... Well, I'd not have thought it, but you're an elder, ain't ya?
And you want to be king. Well, the novelty of it might win you some looks. Could you just do your job, please? Can he register or not? Ah, an elder. Now that I think of it, weren't you in that pack of recruits that went off to the northern fort? Thought I heard they were all wiped out. Hast du falsch gehört. What? We got a deserter turning up. No, they said he'd just dragged the company down, so they left him at the capital. He, got on the captain's bad side. So eine schlechte Lüge habe ich noch nie gehört. Could swear I've seen you before, too. Well, hardly matters with no captain to verify it with. Go on, then. You can represent the lesser tribes so nobody complains. Whew. That was a close one. And, obviously, you're gonna need a carriage. Otherwise, the whole thing's off for you. You're obligated to attend the opening ceremony tomorrow. It'll be at the plaza at the Grand Cathedral. Don't be late. We'll have to hope Hulkenberg can find us a carriage. As for us, I expect we should see about finding a monster to slay. If it's not impressive enough, Luis won't look twice at you. Some postings over there. They should be offering bounties on monsters the guard can't handle. Let's take a look. Wir müssen das Monster also gar nicht in Ozeana erledigen. Looks like everyone else had the same idea. One of these bounties is bound to make me stand out. But which? Bigger is probably better. Hang on! There's nothing but small-time contracts here. You lot here for this tournament, then? Bit slow, I'm afraid. Most of my worthiest monster bills have already been snapped up by other competitors. Wie? Kann man so einen Monsterauftrag annehmen und dann kann jemand anders den nicht mehr annehmen? Ich dachte, wer das Monster dann zuerst erledigt, der hat dann halt gewonnen. How about requests on anything aside from monsters? Bounties include criminals too, right? I suppose I've got one of those, yeah. Let's see. Ugh, he's horrible. Heisme, a villainous kidnapper. Looks like the army's been trying to catch him for a while now. This might just be perfect. Whoa! You have any idea who that is? That man's an elite. An ex-royal knight, they say. He'd make short work of a scrawny little urchin, you can be sure of that. Besides, didn't you hear what it is they're actually looking for? Oh, of course. It's about whoever can bring in the biggest monster head, right? If you imbeciles can't even get that straight, you've no chance at winning. They want kingly types, not children play acting. Letztendlich kann es uns sowieso egal sein, was die Kirche will und akzeptiert. Das Entscheidende ist, was sagt der Kopf, der Steinkopf. Wenn wir dort auf die Position 1 kommen, müssen wir König werden, egal ob wir irgendwelche Regeln der Kirche befolgen. Natürlich, wenn die Kirche jetzt sagt, nee, wir dürfen an dem Turnier nicht teilnehmen oder wir sind zu jung oder wie wir das machen, ist nicht in Ordnung, dann fällt es uns natürlich sehr schwer, Beliebtheit zu gewinnen. Das stimmt. Stuck up little... Is that the kind of competition we can expect? He was right about the rules, though. What are you thinking? Don't worry, I know what I'm doing. We're supposed to get a monster's head. So why are you going for a criminal? Any idea what he's up to? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist sein Kopf groß? Nein. Ja genau, wir müssen den Wettkampf ja nicht gewinnen. Wir müssen das Turnier ja nicht gewinnen. Sondern wir müssen im Rahmen des Turniers der Bevölkerung beweisen, dass wir was drauf haben.
it's because we don't actually have to win? Sharp as always, Captain. Don't worry, I'll explain everything later. As long as you can convince Hulkenberg, I guess. Ho there! Are you really taking the bounty on Heisme? You three must be heaven sent. Please, would you listen to our plight? Your pardon, gentlemen. I'm Barden, a guard captain for Matira, a town to the south. The bounty on Heisme is up at my behest. Er hat das Kopfgeld auf Heisme ausgeschrieben, aber er zahlt es nicht aus seiner eigenen Tasche, oder? A guard captain? This fellow's made some powerful enemies. We can't afford lenience. On top of his past crimes, Heisme has stooped to abducting our wee ones. If our city becomes known for nightly disappearances, what sane resident would stay? Community and trade will dwindle and die. But he's just a lone kidnapper, right? Even if he's some infamous criminal, why can't the guard handle it? That's the trouble. He makes his hideout somewhere too dangerous for our soldiers to tread. Deep in the territory of vicious giant worms. We've no idea how he manages to operate out there without getting devoured himself. I see. Tricky problem indeed. I'd no choice but to swallow my pride and post a bounty. Yet no matter how many times I renew the bill, none have taken it. A pitiful sight, isn't it? A soldier who can't protect his home, whether by strength or by surrender. Laugh if you must. Ja, Sie sind kein Versager. There's nothing pitiful about it. You only cast away your honor in the name of protection. Nothing pitiful in that. Swallow your pride no more, man. We'll take your contract. Thanks to you. That you'd accept such a perilous request, even with this tournament looming over everything. Closure. Thank you all, and thank God for bringing you to me. In that case, we shall meet in Matira, the old castle town. Please, make haste. Well, no backing out of this now. You sure this is what we want? Way I see it, if we want to make a big impact this late, it's going to take some creativity. Besides, this is apparently a knight-turned-kidnapper. The man can't be allowed to go on. What would His Royal Highness do in our place? Der Prinz? I guess that's fair. I'll convince Hulkenberg. Somehow. You go on and accept the contract. What in the Denk nach, denk nach. Was könnte ich mit dem heruntergekommenen Fairnessläufer meines Vaters nur ausrichten? Und es muss doch etwas sein, mit dem ich bei der Schaustellung hervorsteche. Ich muss mir große Ziele setzen, wenn ich König werden will. Der will auch einfach nur König werden. Also der hat ja keine Vision für das Land. Ich bin wohl zu spät. Alle Angebote für Kopfgelder sind bereits weg. Aber bei Kopfgeldern geht es nicht nur um Leute. Wenn ich einem schrecklichen Monster wie einem Menschen den Kopf abschlage, wird mein Familienname im ganzen Land berühmt. Einen Moment bitte. Darf ich fragen, wie Sie ein derart starkes Monster besiegen wollen? Oh, was macht denn so ein Jungspund wie Sie hier? Sagen Sie mir nicht, Sie denken tatsächlich darüber nach, noch am Thronturnier teilzunehmen. Oh, die Kühnheit der Jugend.
Ach, er hat das gesagt. Alles klar. Unglaublich. Ein Neuling ohne nennenswerte Geschichte oder Erfahrung. Als König? Ach, bei dem Gedanken wird mir übel. No, thank you. Der ideale Anführer dieses Landes ist ein würdiger Mann in hohem Alter mit langjähriger Erfahrung. Und doch wagen aufstrebende Jugendliche wie sie und Louis es. Ich weiß nicht. Wir hatten jetzt lang genug alte, weise Männer, die das Land klug regiert haben. Aber die Bevölkerung scheint mir so ein bisschen eingeschlafen zu sein. Vielleicht brauchen wir doch eher eine Person mit Tatkraft, die eine Vision hat, das Land nach vorne zu bringen. Ich meine, ich halte jetzt Salvator auch für zu jung, um König zu sein. Aber ja, besser eher als Louis. Ist auch egal. Sie werden nicht viel länger kämpfen können. Wehren Sie sich so viel Sie wollen. Zu Ihrer Beerdigung wäre ich bereit, eine Grabrede zu halten. Er ist wohl auch ein Kandidat. Lernen wir jetzt hier schon so unsere Antagonisten so alle kennen, die uns in diesem Kapitel erwarten. Hey, wäre es in Ordnung, den Kopfgeldvertrag für Hazemay anzunehmen? Hazemay, sind Sie dafür denn wirklich gut genug? Ich kann keine Verantwortung übernehmen, falls Sie da draußen getötet werden. Ja, natürlich kann ich das. Sie sind schon ein seltsamer Vogel oder vielleicht auch nur unerfahren. Machen Sie sich auf nach Matira. Wahrscheinlich bekommen Sie dort mehr Informationen. Let's focus. Rang 4. 100.000 Rief und Mut. Ich muss Hazemay finden und fangen. Ein Verbrecher, der für eine Reihe von Entführungen in Matira verantwortlich ist. Trotz des Kopfgelds hat ihn noch niemand gefasst. Seine Identität bleibt ein Geheimnis. Und ich habe mich wieder verhakt. So. Let's call it. Gut, wir haben den Vertrag. Gehen wir fürs Erste zurück zum Gasthaus. No registration issues, I trust? No, indeed. And we found ourselves a perfect target. Fine work. Wenn wir ihr gleich sagen, wer unser Ziel ist, fällt sie vom Stuhl. Stroll? See? She's convinced. Nothing to worry about. Don't worry about it. I'll prepare a map of the surrounding areas as well. But never mind that. Have you found us a kingly carriage? Well, I have made some arrangements. How best to put it? The vessel itself is without peer. Supposedly, it will come to us on the day of the opening ceremony. Ja, und wir fahren dann wahrscheinlich im Frachtraum mit oder so. You don't sound too sure about that. No, I'm certain. All I mean to say is, well, you shall soon see for yourself. Well, under the circumstances, I'll take what we can get. And setting that up in a day. Not so bad having a knight on our side. You needn't speak so. In truth, I've just resigned from the knight's order. Though 'tis only my bond of service I relinquish, not my title. We will shortly be seeking Luis's esteem. Should it come to light that I am a knight in active service, it may jeopardize our efforts. Still, you didn't hesitate to leave. I can tell you're serious about this. It was not an abrupt parting. I've come to doubt the order since returning to find them serving the Santifex and not the royals. Those who refused the church's rule were cast out for their defiance. I only hope those fallen knights found useful employ elsewhere. Sounds like you've been through a lot too. Well, in any case, we can focus on our bounty contract now. Let's make sure we get some proper rest tonight. Ich werde immer bei jedem Tag richtig nervös, wo wir nichts machen können. Also, wo er
Geschichte erzählt wird oder so, aber wo wir keine Attribute verbessern können, nicht unsere Beziehung steigern können und so weiter. Morgen findet die Eröffnungsfeier für das Turnier statt. Let's rest. Bleiben wir heute einfach daheim und ruhen uns aus. Okay. Well met, eh? Hey, bleiben Sie eine Weile im Gasthaus? Ich würde gerne, aber... Ah, Sie mögen es hier also auch. Dann sind Sie einer von uns. Na, wo auch immer Sie hingehen, schauen Sie ab und zu mal bei Maria und Fabienne vorbei. Eigentlich geht es mich ja nichts an, aber die beiden scheinen Sie echt gern zu haben. Hast du Neuigkeiten? Fancy a bit of info? Nee. Want in on this? Ja, das haben wir auch schon mal gehört. Hey. Ich habe Fabienne um eine Karte von Matira gebeten. Sie hat mir die aus Grios persönlichen Sachen gegeben. Darauf sind alle Hauptstraßen eingezeichnet. Wir hätten wohl auch in der Stadt eine gefunden, aber Militärkarten sind immer präziser. Ja. Fabienne ist weiter unser Anker. Wir sollten als Dank dafür unsere Ziele erreichen. Don't push yourself too much. Morgen reist ihr ab. Maria wird euch bestimmt vermissen. Also schaut so oft es geht vorbei. Auch wenn es natürlich nicht so häufig sein wird. Das heißt, wir können auch auf Ewigkeiten unsere Heilerklasse nicht steigern. Hello. Ich habe mich entschieden. Ich gehe nach Brüllhafen. Ist viel zu langweilig, immer nur im Gasthaus rumzusitzen. Ich will mir diese sogenannte Zurschaustellung mal selbst ansehen. Machen Sie es gut, Elder. Irgendwann sollten Sie sich auch mal in der Welt umschauen. Now then. Unsere Vorbereitungen verlaufen offenbar problemlos. Nun, abgesehen von einer gewaltigen Unsicherheit. Ach egal, hört gar nicht auf mich. Aber bitte seid nicht überrascht, was auch immer geschehen mag. Ich vermute mal, wir dürfen jetzt hier nicht rausgehen. Seit meiner Rückkehr aus dem Rekrutierungszentrum habe ich Maria noch nicht gesehen. Ich frage mich, ob alles in Ordnung ist. Oder sie schleicht sich auch in unsere Kutsche und fährt mit. What? Durch die geschlossenen Fensterläden kann ich gedämpft das eifrige Treiben der Stadt hören. Ach so, dann geht es jetzt bestimmt, wenn ich jetzt auf Schlafen gehe, geht es direkt los. Wieder mit dem nächsten Morgen, ganz, ganz vielen Gesprächen. Dann machen wir jetzt Schluss für diese Folge und sehen uns beim nächsten Mal.